es ist ja schon fast Sommer, ne? Ich mein, fast. Machen wir es mal so, vor 5 Minuten hat es noch geschüttet wie Sau. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung. Yay! Hi. Oh, hallo. Herzlich willkommen. Diese Woche gibt's selbstgemachten Eistee ohne Eis und Zucker. Ich probiere weniger Cola und Red Bull zu trinken. Yeah. Und 6 Crop Tops aus alten T-Shirts. Viele Leute haben meine 3 Videos voll gefeiert, wo ich eure Hemden so wunderschön neuen Blusen mache. Wunderschön. Und haben drunter geschrieben, wow, das wäre so cool, einmal mit T-Shirts und so. Also ganz viele Leute wollen so Jersey mal sehen und nicht immer nur Webware. Here it is. For you guys. Ah ja, for my international subscribers, this video has subtitles. In case somebody wants to translate in their free time, call me, text me. I try to make subtitles in all my videos, but it takes a long time, so please be patient. Please ignore my German accent. Thanks! Und wer noch nicht abonniert hat, bitte abonnieren oder gebt mir einen Daumen hoch. Oder folgt mir auf Instagram, wo ihr meinen Struggle live miterleben könnt, quasi wie ich probiere, ohne Cola und Red Bull auszukommen. Jeder, der mich besser kennt, weiß, dass ich normalerweise sicher 3 Liter davon trinke und jetzt... Feuerwerk! Ja, wenn man sich einredet, schmeckt das super lecker. Hier sind meine 6 Crop Tops, die ihr übrigens auch länger machen könnt, also sie müssen nicht Crop sein. 6 Tops aus ganz simplen, einfachen T-Shirts. Also, dehnbare Stoffe naht ihr am besten mit diesem Baby hier. Das ist eine Overlock. Die Naht, die dabei rauskommt, schaut so aus wie die ganz oben. Das kennt ihr sicher von euren gekauften Klamotten. Solltet ihr aber eine Overlock nicht haben, geht's auch mit der Nähmaschine. Aber nur mit extra Jersey-Nadeln und nur ein paar speziellen Stichen. Ein Stich für elastische Stoffe, den eigentlich jede Nähmaschine hat, ist der Zickzackstich. Gut, alt, bewährt, yeah. Und er ist halt immer noch dehnbar, was wichtig ist, wenn ihr das Ding über euren Kopf zum Beispiel zieht. Als nächstes gibt es dann einen elastischen Geradstich. Der ist bei mir gleich neben dem normalen Geradstich. Da muss ich bei meiner Nähmaschine einfach auf dieses blaue Programm umstellen und dann ist er elastisch und nicht normal. Und das schaut so aus. Da werden immer ein paar Stiche nach vorne und dann wieder zurück gemacht und dadurch ist der Stich elastisch. Und halt gerade, was schon manchmal ganz sinnvoll ist. Dann gibt es noch so einen 3-teiligen Zickzackstich. Hier mal in verschiedenen Größen und der ist eben 3-teilig. Und natürlich auch dehnbar. Den finde ich aber ehrlich gesagt nicht so super. Ich gehe lieber mit diesen oberen 3. Das sind meine 3 favorisierten Stiche zum Dinge zusammennähen. Wenn ich jetzt aber an Säume denke, also bei Abschlüssen unten oder am Ärmel, da finde ich eigentlich diesen recht cool, den blauen, keine Ahnung wie man den nennt, aber der ist eigentlich ganz lässig, weil damit kann man erstens mal Kanten versäubern, so Pseudo-Overlock-Stichmäßig und so Saumnähte von gekauften T-Shirts imitieren, ohne dass man jetzt eine Zwillingsnadel oder eine Coverlock-Maschine bräuchte. Dann gibt es noch diesen Geradstich, der immer mal wieder so ausschlockt, ja, wie so ein Herzmessgerät und der ist eigentlich auch ganz cool zum Kanten versäubern. Ich nenne die jetzt einfach mal Wellenstich und Muschelstich, weil dann, glaube ich, wissen wir, was gemeint ist. Und die beiden könnt ihr quasi als Ersatz für einen Overlock-Stich verwenden. Beginnen wir mit dem ersten Crop Top. Und zwar, das ist so ein Wrap-Top, also so ein Wickel-Top. Und dafür habe ich so ein wunderbares Basic-T-Shirt. Es ist sogar ein Männer-T-Shirt. Es gibt verschiedene Arten von Wickelshirts. Ich hätte es gerne so, dass durchaus mein Bauchnabel bedeckt ist. Gut, dann drehe ich das Ganze mal um, also auf die linke Seite. Und so lang, wie ich das T-Shirt haben will, schneide ich es jetzt einfach mal an. Damit es rechts und links einigermaßen gleichmäßig ist, legt es in die Hälfte. Es ist so viel leichter. Ich orientiere mich an die Seitennähte. Die sollten jetzt wirklich an der Seite liegen und nicht verwirrt sein, wenn vorne und hinten unterschiedlich viel Stoff ist. Das sollte ja so sein. Ja, unser Körper ist vorne und hinten ja auch nicht gleich. Ich nehme da auf jeden Fall mal Stoff weg, also so viel, dass es dann schön eng anliegt und nähe das. Ich nähe es mit der Overlock, weil es einfach schön sauber ist, aber das könnt ihr genauso mit einem Zickzackstich oder mit so einem elastischen Geradstich machen. Der Vorteil natürlich bei der Overlock ist, dass ich zusammennähe und versäubere in einem. Danach schneide ich dann einfach mal von einer Seite ganz unten bis zum Kragen nach oben. Einmal um den Kragen
rum und dann auf der anderen Seite wieder runter, aber halt nur bis zu dem Punkt, wo es nicht mehr weitergeht, ne? Unser Wrap-Shirt hat jetzt quasi so einen Schweif und einen abgestumpften Schweif. Deswegen nehme ich jetzt den unteren Teil, den ich vorher weggeschnitten habe, und lege da meinen abgestumpften Schweif dahin und zeichne quasi jetzt in meinen Reststoff eine Verlängerung rein. Das schaut dann so aus wie ein Pizzastück und sobald ich dieses Pizzastück ausgeschnitten habe, nähe ich es an meinen abgestumpften Schweif dran. Amazing! Jetzt habe ich 2 Schweife. Woo! Gloria! Jetzt möchte ich gerne die ganze Ausschnittkante und den ganzen unteren Teil versäubern. Es franzt zwar nicht aus, weil es Jersey ist, aber ich möchte es einfach so professionell looking haben as possible. Deshalb nehme ich jetzt meinen Wellenstich her und falte die Kante ein bisschen nach innen. Und damit es besser geht, tue ich das Ganze nochmal glatt bügeln, damit ich nicht 10.000 Milliarden Flüche abgeben muss, wenn ich das durch die Nähmaschine hau. Der Stich kommt jetzt genau da über die Kante drüber, sodass er die festhält, aber gleichzeitig auch versäubert. Probier dabei aber immer auch gleich weit weg zu sein von der Außenkante, damit es dann von rechts so professionell wie möglich ausschaut. Und nicht so, als ob eine 12-Jährige in irgendeiner Mitternachtsaktion ihre ganzen T-Shirts zerschnitten hätte. Ich meine, nicht, dass ich das mal getan habe. Mit 12. Sorry, Mom. Für die richtige Wickeloptik brauche ich jetzt aber nur Bänder. Und die mache ich jetzt aus dem restlichen Stoff. Die sind bei mir 7 cm breit und so lang als möglich. Ich brauche 2 davon und die beiden falte ich dann in der Mitte und nähe einmal der Kante entlang. Ich lasse aber eine Wendeöffnung. Da wieder dasselbe Spiel. Ihr kennt, was ihr wollt für diese Naht benutzen. Und da das dann umgedreht wird, sieht es auch keiner. Also, und damit das schön crisp wird, tue ich das Ganze jetzt auch noch bügeln. Weil ich liebe ja die Schweißausbrüche im Nähzimmer. Ja! Gut, die offenen Kanten tue ich jetzt rechts auf rechts mit meinen Schweifen zusammennähen. Dafür wähle ich natürlich wieder einen Overlock-Stich, aber ihr könnt einen normalen Zickzackstich nehmen und dann auch mit dem Muschelstich oder sowas nur die Kanten versäubern. Zum Schluss habe ich die Ärmel nochmal zweimal eingeschlagen und mit so einem elastischen Gradstich ein bisschen fixiert. Und das Wickelshirt ist fertig. Und hier haben wir Tragemöglichkeit Nummer 1, die klassische Art und Weise. Das finde ich eigentlich ganz gemütlich, ganz cool, es ist unaufgeregt und ich könnte es jeden Tag tragen. Aber wenn ihr es ein bisschen sexier wollt, gibt es ja nur diese zweite Möglichkeit. Da dürft ihr es vorne einfach überkreuzen und dann nochmal hinten. Ihr könnt es dann hinten binden oder vorne binden, das ist prinzipiell dann wurscht. Also diese Variante ist definitiv ein bisschen neckischer. Ich finde es beides cool und ich finde es halt cool, dass es gleich mal ausschaut wie ein ganz anderes Shirt, obwohl es dasselbe ist. Und wir kommen schon zur Crop Top Nummer 3 jetzt eigentlich. Und zwar diese coolen engen T-Shirts mit einem Lettuce-Hem. Lettuce? Lettuce? Keine Ahnung. Dann diese kleinen, diese rüschenartigen Säume. Dafür müssen wir dieses übergroße T-Shirt aber jetzt erst einmal in meine Größe bringen. Dafür schneide ich jetzt erst einmal die Ärmel ab und dann die Seitennähte auf. Dann falte ich die vordere Hälfte zusammen und die Rückseite zusammen. Und lege das T-Shirt mit der Größe meiner Träume an der Schulternaht an und natürlich, dass die Mitte sich berührt. Und dann spüre ich das einfach einmal mit Nahtzugabe nach. Und dann schneide ich das aus. Es ist halt wichtig, dass die Dinge wirklich super glatt übereinander liegen, weil sonst habt ihr unterschiedliche Seiten rechts und links. Das schaut dann aus, als ob euer T-Shirt einen Schlaganfall hätte und das wollt ihr nicht. Und das gleiche machen wir auf der hinteren Seite genauso. So, unser Körperteil ist jetzt schon angepasst, jetzt müssen noch die Ärmel angepasst werden. Dafür mache ich immer sogar eine Vorlage, weil das doch ein bisschen komplizierter ist. Zuerst müsst ihr den vorderen Teil des Ärmels quasi abpausen und euch markieren, wo quasi die Schulternaht war, und dann macht ihr die Rückseite des Ärmels. Also der Wendepunkt ist die Schulternaht. Und schreibt euch nur dazu, wo vorne und hinten ist. You gonna need it, girl! Und mit Hilfe dieser Vorlage tue ich jetzt meine alten Ärmel zurechtstutzen. Und markiere mir nochmal extra die Schulternaht. Dann kommen die Ärmel schon mal dran. Rechts auf rechts, Schulternaht auf Schulternaht. Und dann tue ich noch die Endteile jeweils an die Endteile des Armausschnittes dran pinnen. Und an diesen 3 Punkten tue ich mich quasi orientieren, wenn ich das Ganze dann von in der Mitte nach außen feststecke. Ich finde es so einfach am leichtesten. Ihr könnt es natürlich machen, wie ihr wollt, prinzipiell. Und dann näht ihr eure 2 Ärmel einfach wieder dran.
Bei Ärmel dran nähen tue ich das generell so ein bisschen von oben in die Nähmaschine hineinführen. Dann finde ich, es ist leichter, die Rundungen zu nähen. Sobald die drin sitzen und passen, werden wir jetzt die Seitennähte schließen und die Seitennähte von den Ärmeln gleich mit. Und dann schneide ich das T-Shirt noch kürzer, weil es war mir jetzt lang. Et voilà, ein verkleinertes T-Shirt. Gut, aber jetzt kommen wir endlich zu diesem Lettersaum. Dafür stellen wir jetzt einen Zickzackstich ein, und zwar einen ganz normalen. Den macht ihr bitte so zickzackig as possible, also so eng wie es geht, die Zickzacks aneinander und so weit wie es geht, die Zickzacks in die Breite. Ihr faltet die Stoffkante so ein bisschen nach innen und näht da drüber einen Zickzackstich, wobei der eine Nadeleinstich im Stoff ist und der andere Nadeleinstich außerhalb vom Stoff. Dann, wenn ihr näht, macht ihr das, was ihr sonst nie tät. Ihr tät an den Stoff ziehen, während der Stoff genäht wird. Also quasi das kontraproduktiveste ever. Und dadurch kräuselt sich das Ganze. So mache ich meine Ärmel und auch unten. Und das war's schon. Ich bin super schick. Ich finde, das schaut aus wie frisch gekauft, ohne Schmarrn. Ich bin voll stolz auf mich. Kleines Geheimnis, das war das erste Mal, dass ich ein T-Shirt verkleinert habe. Und dafür ist es wirklich nicht schlecht geworden. Yay! Machen wir gleich weiter mit Crop Top Nummer 4, ein Halter-Design. Das T-Shirt ist ein bisschen aus einem festeren Material und hat statt einem Bündchen-Halsausschnitt eher so einen Schrägband-Halsausschnitt. Der T-Shirt-Stoff ist quasi zwischen zwei Lagen Halsausschnitt reingeklemmt. Zuerst stecke ich mir mal eine Linie fest, wie ich das etwa haben möchte, und schneide diese Linie durch beide Schichten bis zum Halsausschnitt. Da habe ich jetzt ein paar Nähte aufgetrennt, damit ich quasi den Halsausschnitt öffnen kann und den Stoff dort drinnen weiterschneiden. Das T-Shirt dazwischen tue ich jetzt ganz nah an dem Halsausschnitt abschneiden, beziehungsweise so weit wie es geht unter den Halsausschnitt reinschneiden, damit man es von außen nicht mehr sieht, und auflösen wird sich eh nicht, weil es Jersey ist. Den abgeschnittenen Teil nehme ich als Vorlage für die andere Seite, damit es einigermaßen gleich wird. Und natürlich kürze ich das noch auf eine Länge, die mir taugt. Wir erinnern uns hoffentlich alle an diesen Muschelstich. Mit dem versäube ich jetzt die ganzen entstandenen rohen Kanten und dadurch auch noch die Kante ein bisschen nach innen schlagen, damit es einfach sauberer wird. Dabei ist es wichtig, dass dieser Ausschlagstich auch über die ganze Kante geht, also quasi ins Leere trifft. Wie bei dem Lettersham vorher. Nur diesmal nicht dran ziehen, bitte! So entstehen so kleine Muschelschalen. Danach tue ich das Top noch ein bisschen verkleinern, weil es mir doch etwas zu weit war. Und dann ist es quasi schon fertig. Die Stellen, wo ich vorher ein bisschen Nähte aufgetrennt habe, beim Halsausschnitt habe ich natürlich wieder vernäht. Das habe ich gebraucht, damit ich die Muschelnähte so weit wie es geht unter diesen Halsausschnitt reinnähen kann. Tada! Also das finde ich ja auch wieder so ein 90er-Jahre-Vibe, aber irgendwie ist ja zur Zeit 90er-Jahre super in. Ich fühle mich wie bei die Spice Girls. Ich bin Sporty Spice, meine Lieben. Und wir sind schon bei Crop Top Nummer 5. Ein gerafftes Off-Shoulder Crop Top. Da habe ich so ein T-Shirt, das extra lang ist, und die Ärmel sind so ein bisschen eingerafft in so einem Bündchen. Aber trotzdem schaut es im Großen und Ganzen sehr unförmig aus, dieses Ding. Aber nicht mehr lange, weil ich möchte nämlich dann, dass es so ausschaut. Oder auf jeden Fall so ähnlich. Dafür tue ich jetzt erstmal so einen viereckigen Ausschnitt reinschneiden durch beide Schichten. Und welche Überraschung, ich kürze das Ganze, weil Crop Tops und so. Danach tue ich beide rohen Kanten versäubern. Und das mache ich mit einer Overlock, weil ich es kann. Ihr könnt dafür aber den Wellenstich oder den Muschelstich verwenden. Oder einfach auch roh lassen. Es rollt sich maximal ein, aber es wird sich nicht auflösen. Dann klappe ich die versäuberte Kante nach innen und nähe das nochmal mit meinem Wellenstich an. Oben muss ich dabei aber nur darauf achten, dass da nur ein Gummi durchkommt. Also breit genug machen den Saum. Und natürlich eine Öffnung lassen, damit ich den Gummi dann einfädeln kann. Das hat übrigens super gut funktioniert und schaut auch toll aus. Und ich bereue es inzwischen, dass ich beim ersten Top mir nicht die extra Arbeit gemacht habe und es davor mit der Overlock versäubert habe und dann erst den Saum genäht habe. Kleiner Tipp generell für Jersey-Nähen an der Nähmaschine: derz mit den Fingern immer leichte Schiebbewegungen machen. Dann messe ich mir die Höhe meines Tops und mache mir einen Stofffetzen in genau diesem Maß. Ich habe den jetzt doppelt gelegt. Es hätte nicht doppelt sein müssen. Es reicht einfach. Ich versäubere den auf jeden Fall mal ringsrum und lege ihn dann auf die linke Seite des Oberteils vorne mitten in der Mitte und nähe ihn mit 3 Geradstichen
fest. Dabei lasse ich aber oben und unten offen. Das Ganze habe ich übrigens mit einem elastischen Gradstich gemacht. Und oben müsst ihr nur aufpassen, dass ihr dabei nicht den Tunnel vernäht, da wo jetzt nur der Elastik durchgehen muss. Den fädle ich mal wieder mit Hilfe von 2 Sicherheitsnadeln ein. Wenn ihr meine Videos hin und wieder schaut, habt ihr das wahrscheinlich schon tausendmal gesehen. Ihr fädelt ihn durch, näht ihn dann zusammen oder verknotet ihn, lasst ihn verschwinden und schließt dann das kleine Loch, was ihr offen gelassen habt. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch ein Band, was wir jetzt da durchziehen. Und dafür nehme ich vom abgeschnittenen Teil den Saum, also den Originalsaum vom T-Shirt. Da klappe ich zuerst die rohe Kante ein und dann die versäuberte Kante drüber und da kommt dann nochmal ein Zickzackstich drauf. So habe ich ein stabiles, aber dennoch ein bisschen dehnbares Band, das keine rohen Ecken und Kanten hat. Habe ich das fertig, fädle ich es von oben nach unten in diese 2 Tunnel ein. Code ist dann unten noch verknoten, damit es nicht mehr durchrutscht und es ist fertig. Jetzt könnt ihr das beliebig croppen sozusagen. Also einfach dran ziehen und dann rafft sich das Ganze. Mein Ausgangs-T-Shirt hatte ein bisschen ein dickeres Material. Wenn ihr was dünneres habt, ein dünneres T-Shirt, wirkt es ein bisschen mehr feiner. Das wirkt jetzt ein bisschen grob, aber es passt zum Material. Also für mich ist das voll okay. Und es schaut angezogen echt nicht schlecht aus. Ich finde es cool. Und wenn man seine Schulterblätter bedecken will oder seine BH-Träger verstecken, je nachdem, kann man die Ärmel einfach wieder nach oben ziehen und so wie ein T-Shirt tragen. Das geht genauso. Und wir kommen zu unserem letzten Crop Top Nummer 6, ein Bustier-Top. Ich habe nämlich kein 6. T-Shirt, falls euch das aufgefallen ist, sondern Müll von den anderen noch. Da haben wir einmal die ganze untere Hälfte von meinem letzten T-Shirt, was ich jetzt einfach mal aufschneide, rechts auf rechts zusammenlege und so vernähe, dass es genau um meine Brust rum passt. Danach messe ich das ab und mache mir dann aus einem anderen Stoffrest einen langen Streifen, 10% weniger Länge hat. Den durch dann einmal zu so einem Ring zusammennähen und dann links auf links der längs nach in der Mitte zusammenfalten. Und schon habt ihr ein Mega-Bündchen. Dann durch mein Oberteil vierteln und mein Bündchen vierteln. Und steckt dann diese Markierungspunkte rechts auf rechts zusammen. Also offene Kante trifft offene Kante. Das ist wichtig, weil das Bündchen ja kleiner ist wie der Umfang von meinem Oberteil, damit das gleichmäßig verteilt ist. Und das nähe ich jetzt zusammen. Und das mache ich wieder mit der Overlock, weil ich es dann auch gleich wieder versäubere. Egal mit was ihr es näht, Hauptsache der Oberteilstoff wird nicht gestretcht und der Bündchenstoff muss ja gestretcht werden, weil ihr müsst ja den verteilen. Nur den Bündchenstoff stretchen, nicht den Oberteilstoff. Dann könnt ihr das Bündchen einfach umklappen und tada! Man könnte jetzt die Nahtzugabe da von außen nochmal absteppen, aber ich habe es angezogen, mir reicht es vollkommen aus und ich habe Angst, dass ich mir sonst verkacke. Die Oberseite war ja ursprünglich mal eine Unterseite von einem T-Shirt, deshalb ist die schon versäubert und ja, ich finde es cool. Und es sitzt wie angegossen. Aber hey, ich finde es cool, dass ich sogar nur die Reste verwertet habe. Und das war's schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche wieder sonntags. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.